Hi Gugge, ein YouTube-Kanal, den ich gerne anschaue, ist Thomas Game Dogs. Der schaut ein bisschen hinter die Kulissen und das ist super interessant. Das neueste Video vom 18.01.24 habe ich selbst natürlich noch nicht gesehen, das machen wir jetzt zusammen. Und dann könnt ihr danach in die Kommentare schreiben, ob ich auf mehr von diesem Kanal reacten soll. Das fände ich nämlich auf jeden Fall eine gute Idee. Where does Mario's Ba Sound came from? Nintendo Music Secrets 2024. Dieses Ba Ba in den New Super Mario Dingern. Aber ich glaube, es gibt mehr Sachen hier. Also wenn ich hier sehe verschiedene Rubriken, dann ja, mal schauen, ob es interessant ist. Gugge Mama. In New Super Mario Bros., almost every song features one particular sound. But who actually sang those notes? It's an interesting mystery, right? But that's not all. Did you notice the Morse code hidden in Wii Sports Resort? Or the demonic message in the music to one of Nintendo's DS games? WarioWare? Today, I want to solve some Nintendo music mysteries, along with rounding up some of the most hidden Easter eggs from within all of Nintendo's music. As Mario puts it, let's go! Ihr werdet hier heute wieder Sachen lernen, nehme ich an, die sich auf jedem Retro-Nerd-Stammtisch gut verwenden lassen. Oder in Let's Play-Videos, wenn ihr ein Let's Player seid. Number 1. Let's start by talking about Donkey. Da braucht ihr mich in Zukunft gar nicht mehr anschauen, wenn ihr, das ist ja, da kriegt ihr alle eure Facts aus externen Quellen. Das macht mich jetzt komplett überflüssig, was? Kong Country, specifically the third game, Dixie Kong's Double Trouble. Gutes Spiel. Now, this game features a character called Wrinkly Kong, who's the wife of Cranky Kong. And in Donkey Kong Country 3, you visit Wrinkly Kong each time you want to save your game. She resides in a... Ich weiß, worauf er hinaus will. Das ist aber ein leichter Start. Das weiß doch jeder, oder? Als ob man das nicht gehört hätte. Es war nur der Witz, weil DKC 3 vor dem Nintendo 64 erschien. A number of these save caves, as they're known. And each time you enter a save cave, Wrinkly will be doing some kind of activity. Jetzt verstehe ich das erst. Das ist wegen englischsprachig. Save Cave. Die haben den nur für den Reim, haben die das in der Höhle gemacht. Auf Deutsch macht das keinen Sinn. Wrinklys Höhle. Hä? Sometimes she's exercising. Sometimes she's fast asleep. But sometimes she'll be playing video games. And take a close look at the console she's using. It's a Nintendo 64. That's right, by the time of Donkey Kong Country 3's release on the SNES in November 1996, Nintendo's next console, the Nintendo 64, had actually been out in Japan for about 5 months. Ach so. And so that war schon draußen, ist ja noch wilder. is the console that Wrinkly is Aber bei uns nicht. playing. But that's not all, because listen to the music that plays when she's doing that. Schon verändert. That's right, it's the castle theme from Super Mario 64. Aber nice, ne? So eine neuere Konsole auf eine ältere Konsole noch irgendwie zu referenzieren. It appears that Super Mario 64 is the game that Wrinkly Kong is playing from within her save cave. It feels super weird to hear this N64 song playing within an SNES game, but that's exactly what is happening here. Number 2. Next up, I want to talk about Super Mario 3D Land. Was kommt da? 3D Land features 16 worlds in total. The first 8 are regular worlds, and the second 8 are special bonus worlds full of more challenging levels. The final world in the game is called Special 8, and here's its theme music. Ich weiß noch nicht, worauf er hinaus will. Now, that music Das macht mich sauer, dass ich noch nicht rausfinden kann, was das ist. might sound familiar, especially if you're a big fan of Flipnote Studio. Back on the DS, to promote their stop-motion animation app, Nintendo created their very own Flipnote animation, which they called the Mario Drawing Song. There's versions of this song in Japanese, English, French, Spanish, Italian, German, and Dutch. And just take a listen to a clip from the song. Take a page and a pen, draw a big mushroom.
Wird schon drauf basieren, aber das hört man nicht gut raus und ich kenne den Song auch nicht. Also was, Flipnote Studios hieß es auch so bei uns? Da gehen wir in die Recherche, Leute. Flipnote Studio? European? Ich kenne das nicht mal. Für ein DS. Does it sound familiar? Super Mario 3D Land's composers reused that melody for the Special 8 map screen music. It's a pretty neat and pretty obscure musical reference. Verrückt. Number 3. Alright, next we have one of the most legendary musical Easter eggs from any Nintendo game. And it's found in the DS game WarioWare Touched. Ja, kennt man. One item you can unlock in the game is the Turntable, which lets you speed up and slow down songs from the game's soundtrack by dragging this DJ turntable using the touchscreen. Sounds simple enough, except this feature caused a bit of a controversy around the time of WarioWare Touched's release. Because if you take Ashley... Around the time habe ich es nicht mitbekommen, sondern einfach nur später in YouTube-Videos. Iblalis Videospielmythen zum Beispiel. Solche Sachen. Na, da wollte ich mir das erzählen. Es scheint für mich immer reiner Zufall gewesen zu sein. Theme, one of the 3 selectable songs, and speed it way up, a secret hidden message can be heard. I have granted kids. Ich dachte, wenn man es rückwärts spielt, wenn man es extrem beschleunigt. I have granted kids to hell. That sounds pretty out of... So bin ich mir gar nicht mehr 100%. Ich dachte, wenn es rückwärts gespult wird, dann ist ja... Aber es wird schnell gemacht und dann hört man das? Was? Place in a WarioWare game, doesn't it? Well, it turns out that the cause is simple. When you spin the record really fast, the game starts skipping over some of the words in the song. Here is the verse in question, and if we highlight just the beginning of each line, we get I have granted kids to hell. It's a weird coincidence that caused a minor controversy when the game was released. Sehr schön auch eine Erklärung dafür parat zu haben und es war also doch keine Absicht. Ich war kurz im Zweifeln. So much so that Nintendo Power Magazine had to issue an explanation for why this bizarre message was featured in a WarioWare game. Number 4. Next up, let's talk about Mario Kart 8, and specifically the course Water Park. Now, if you drive through most of the course, you'll eventually get to this... Es gibt natürlich auch das Ding, dass du in Mario Kart 8 die Yoshis lauschen kannst. Sie spielen Totaka Song, glaube ich. Aber was soll hier im Waterpark passieren? Underwater teacup ride. And I'm going to slowly drive into the middle of the teacups and take a close listen to the music that starts playing. Now, it's a little hard to hear over the level music. Level Music kann man doch ausstellen, aber vielleicht ist das andere dann auch aus. But if you've played a lot of Super Mario 64, then this music may sound familiar, because in the stage Big Boo's Haunt, there's an underground merry-go-round with music that sounds like this. Als ob. Das hört man im NK8? Nee. And so, returning to Mario Kart 8's Water Park, take a second listen to that music. That's right, the game's composers reused Big Boo's... Listen to that music. That's right, the game's composers reused Big Boo's merry-go-round theme for the underwater teacup ride. Warum machen die das? Number 5. Now, while we're talking about Mario Kart, I've got another one for you, this time from Mario Kart Double Dash. So, in some of the older Mario Kart games, multiple courses share the same piece of music. If you play the courses Dino Dino Jungle and DK Mountain from Double Dash, you'll notice that the music is the exact same. But it's my theory that this music track was intended for DK Mountain, and I have a reason for that claim. You see, listen to this section of the music in question.
Irgendwas Donkey Kongiges. And then, let me play you a different song from a totally different game, that being Donkey Kong Jr., the NES game. Listen to the music for stage 1. Wie in Returns. It's the same theme, the same melody heard in Double Dash. It's even in the same key. You see, when Double Dash is composed... Boah, da hab ich noch nie drauf geachtet. Aber ich muss auch sagen, Donkey Kong Jr. auch... Es ist nicht hochgeratet und trotzdem overrated. Es ist kein krasses Spiel. Composers were tasked with writing the music for DK Mountain, they seemingly included this classic DK Jr. melody as a kind of homage. And that is why I say that this was always a Donkey Kong piece of music, first and foremost. Number 6. Verrückt. Now, let's switch series and talk a little bit about Wii Sports Resort. I've talked about secret Morse code messages a few times before on this channel, and there's another set of messages hidden within Wii Sports Resort. In the flyover mode, if you fly to the area near the light... Hat es wirklich so billige Grafik gehabt? Also es ist jetzt wirklich sehr Texturen und... Also das ist ja schwach auf der Brust, tut mir leid, ne? House, known as the candle, you'll start to hear some rhythmic beeping, which sounds like this. That beeping is Morse code, and it spells out this message. But that's not the only set of messages. Lol. There's also... And lastly, there's this. Now, the number of people playing Wii Sports Resort who are also familiar enough with Morse code to decode these messages as they hear them must surely be close to 0. And yet, Nintendo included these messages nonetheless as a neat little secret. Krass, oder? Wie die sowas einstreuen und dann findet man das irgendwann später raus. Wer weiß, ob in heutzutage Spielen vielleicht irgendwas eingebaut ist, was wir halt noch gar nicht erfahren konnten, vielleicht. Mario RPG Remake, im neuesten WarioWare irgendwas und dann in 10 Jahren kommt auf einmal raus, hey Bruder, wusstest du, dass da ein Morse-Code drin ist, der dir sagt, der hätte schon rausfinden können, wann der Switch-Nachfolger rauskäme? Das weniger, aber trotzdem lustig, dass die Entwickler sich dafür Zeit nehmen, ne? Number 7. Next up, let's halt talk auch nur, about New Super Mario. Ist halt auch nur die Sache, das haben bestimmt mehr Leute mitgekriegt, dass er ein Morse-Code ist, aber die meisten konnten sich lesen. Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich das rausfinden soll. Ja? Und wurde es jetzt auf Englisch quasi? Wurde es auf, kommt es auch auf die Sprache an? Ich finde das alles ziemlich verrückt. New Super Mario Bros. Ach, jetzt kommt das Ba. Ich weiß, ich habe einen Anhaltspunkt. Also dieses Ba in der New Super Mario Bros. Serie, ne? Ba. Erinnert mich doch stark an ein anderes Mario-Spiel, wo es geht. Ba. Lectago. Bros. All 4 New Super Mario Bros. Titles feature a very distinctive sound within their soundtracks, the pa or bar sound effect. Every time this sound plays, enemies will dance around or jump. It's a fun way of making the game feel more playful. But what exactly is this iconic sound? Where does this strange singing voice come from? Well, to uncover that mystery, we first need to track the sound down to its very first appearance within a Nintendo game. Because while everyone associates the pa with the new Super Mario Bros. Games, some viewers might have already realized that it made its debut years earlier in Super Mario 64. Listen to the jingle that plays when you enter a painting. And for comparison, here is the pa sound from New Super Mario Bros. Bestimmt schon mal in irgendeinem Video als Fakt gebracht. Wusstet ihr das? Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Interessant, oder? It's the exact same. So where did Super Mario 64 get the sound effect from? Well, the game's soundtrack was written entirely by Koji Kondo,
And around the N64 era, Kondo began experimenting with sample packs. In other words, Ich dachte kurz, er hätte es selbst gemacht. Ja, damals gab es diese Free-Sample-Dinger und keine Ahnung, hat Rare halt so viel benutzt. Ich meine, diese Lacher von Diddy Kong Racing am Anfang, die hört man sonst wo überall. Oder diese Rülpser in Videospielen. Ne? Immer dasselbe Default-Rülpsen. Ne? Da kommt noch das Bar her? Wirklich? CDs full of unique and interesting instruments and noises from around the world. One of those CDs was called Best Service Voice Spectral Volume 1, which is full of unique voice-based sounds. Sounds like these. Shooby-doo. And take a listen. Kann ich die auch haben? Ich will auch mal gerne drüber gucken und ich benutze das. Listen to track 53 of that CD. Pa, 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 pa. Sounds pretty familiar, right? Koji Kondo heard this pa sound and liked it enough to use it within the soundtrack of Mario 64. Hat aber was draus gemacht? Hat er klangvoll draus gemacht? Alter, niemand anderes hat das Potenzial gesehen in dem Pa. A few years later, he was the one who composed the ground theme for New Super Mario Bros. On the DS. And when he wrote that piece of music, he reused the vocal sample from Mario 64. And the rest was history. Number 8. And let's finish by talking about Super Mario Maker 2. Was now, jetzt? the game's online functions are enveloped within what's known as Course World. And Course World has its own musical theme, which sounds like this. Ja. Gott, was könnte das sein? Ich kenne das nur von Mario Maker. Zwischen den Parts so Now, viel if you've Zeit played a darin lot verbracht. of Super Mario World, then there's a chance this theme might sound familiar. And that's because the Course World melody is identical to the theme from Mario World's Special World. Nee, ist schon abgeändert ohne Ende. Erzähl mir nix. Selbe Melodie, aber... It's even in the same key. What a neat little homage to a classic Mario piece of music in the game. Mag sein, aber das erkennt man ziemlich schlecht, finde ich. Also, das sind ganz andere Instrumente, ganz anderer Klang derselben Melodie von mir aus, ja. Game which is full of homages to Mario's history. But there's more. The Course World music is actually adaptive. It changes based on what menu you're looking at. If you select Network Play, you get this funky, upbeat version of the Special World theme instead. But here's the thing. Stimmt. Also das kam mir schon viel bekannter vor, aber ich hätte es jetzt nicht assoziiert mit der Special World. Das hört man doch irgendwo anders auch, oder? Es muss doch irgendwo in einem anderen Mario-Spiel schon mal zu hören gewesen sein, nicht nur dort. Oder? If you select any other menu, you get a different version of the Course World theme, this time without the Mario World melody. It's completely gone. So that means that you could spend hours browsing for courses and never know about the reference to Super Mario World. It's so easy to miss. But that goes for pretty much every secret and Easter egg I've talked about in this video. They're super subtle, so easy to miss. But that means that when you do spot something hidden in the music, some reference to an old game or reused melody from the past, you get a rush of satisfaction. It's so obvious how much love Nintendo pours into their music. No one does video game music quite like Nintendo. Noch nicht zu Ende. And there we have it. Those are 8 of my favorite Nintendo music Easter eggs and secrets. If you have any that I didn't talk about that you think I should have included in this video, then let me know in the comments below, because I can definitely make another one of these videos in the future, including various people's suggestions. I really hope you enjoyed this video. And while I have you here, just before you go, I want to quickly talk about Patreon. Da bin ich jetzt aber so, jetzt bin ich frech genug, um das nicht mehr anzugucken. Aber wer möchte, kann ihn ja gerne auf Patreon unterstützen. Ich habe mir auch anders vorgestellt, not gonna lie. Aber sehr schöne Videos, also waren wirklich krasse Fakten mit dabei, würde ich sagen. Däumchen, ja.
Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich jetzt sogar nicht gedacht, dass es so interessant wird. Und es gibt einige andere, wie ich sehr gerne. Mario 64 DS und New Super Mario Bros. DS. Ach, guck mal, ja. Wegen Mario 64 DS war das relativ einfach zu reusen. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ne? Also, ich glaube, also guck mal, das mit Wario war natürlich keine Absicht, aber alle anderen sind ja quasi beabsichtigte Easter Eggs. Offensichtlicher und weniger offensichtlicher und das waren coole Fakten, würde ich sagen. Ich würde sehr gerne mit euch in Zukunft nochmal auf das ein oder andere Video von dem Kanal Thomas Games Docs reagieren. Game Docs, ja, Singular. Und ja, Link wie immer in der Videobeschreibung. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und das war's für heute. Ihr könnt ja auch einen Daumen geben, vielleicht sogar auf meine Reaction. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gute.